Das dürfte vielleicht da drüben sein. In dem Bereich, vermute ich. In Wien heißt es Grätzelpolizist. Also das ist so die Umgangssprache, sagen wir so. Offiziell heißt es Sicherheitsbeauftragter. Das wird die Dame da sein, glaube ich. Morgen. Polizei ist da. Da brauchen Sie keine Angst haben. Wie geht's Ihnen? Alles gut. Alles gut? Sie spazieren da? In Bezug auf Demenz sind wir eigentlich dahingehend dazugekommen, dass das Innenressort in Kooperation mit der Donau-Universität Krems ein Schulungsprogramm für alle Bediensteten vom Bundesministerium für Inneres geschaffen hat, die österreichweit zugänglich ist, wo den Kolleginnen und Kollegen das Thema Demenz vermittelt werden soll. Einerseits die Krankheit an sich, was geht mit der Krankheit einher, wie erkennt man diese Krankheit, was sind die Symptome etc. Und in einem zweiten Teil, wie schreite ich ein mit einer Person, die an Demenz betroffen ist. Die Initiative Gemeinsam sicher mit Demenz zeigt ja schon auch, dass es Polizeiinspektionen gibt, die besonders demenzfreundlich sind, dass hier sehr intensiv daran gearbeitet wird und die Beamten dahingehend geschult werden im Umgang mit demenzkranken Personen. Sind schon lange da? Alles gut. Bleiben Sie nur mal sitzen. Wir würden nur gerne mit Ihnen einmal reden. Aufstehen. Nehmen Sie Platz. Aufstehen. Wie ist denn Ihr Name? Aufstehen. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Nehmen Sie Platz wieder. Weil Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Wir wollen nur mit Ihnen sprechen. Schon, nehmen Sie Platz wieder. Aber ich muss gehen. Nein, nehmen Sie mal Platz Wo und wollen Sie sprechen denn wir ein hingehen? bisschen. Ich muss nach Hause. Haben Sie einen Hund vielleicht mit? Nein. Nein? Nein. Was ist denn heute für Tag? Weiß nicht. Wissen Sie, wie alt Sie sind? 20. 20? Wir gehen halt ziemlich neutral zu jeder Amtshandlung hin und schauen, wie sich das entwickeln kann. Ja? Aber natürlich mit dem Wissen, dass es die Demenzkrankheit gibt, tun wir uns jetzt in unserer Tätigkeit schon leichter. Okay. Dann setze ich mich daher. Passt das? Passt das? Dürfte sehr stark verwirrt sein. Können Sie Weiß nachfragen, Wollen Sie mir nicht Ihren Namen verraten? Und nur den Vornamen, dass wir ganz normal sprechen können eine miteinander. Anfrage machen, ob bei uns in der Gegend bzw. 23. Bezirk eine Abgängigkeit gemeldet wurde. Danke. Seit wann sind Sie jetzt hier? Weiß nicht lang. Ja, alles gut. Wollen Sie mir Ihren Namen verraten? Aber ich muss aufstehen. Ne, bleiben Sie da. Nein. Können Sie mir Ihren Namen aufschreiben? Probieren ja. Sie es. Geht das? Probieren Sie es einmal. Susi Withalm. Ja. Schön. Schöner Name, Susi. Heißen Sie Susanne? Nein. Ich muss kochen. Sie müssen kochen für die Mama. Und was werden Sie kochen? Gemüse. Gemüse. Na, das ist eh gesund. Gut, ja. Und wo ist die Mama? Wo wohnt die Mama? In Ips? In Ips. In Ips an der Donau. Ist aber ziemlich weit. Nein. Nein? Weil Sie sind ja da in Wien. Nein. Sommer. Im Sommer irgendwann. Juni, Juli, August oder? Sie wohnen nur mit der Mama gemeinsam? Ja. Haben Sie ein Haus oder haben Sie eine Wohnung? Haus. Ein Haus, okay. Und wissen Sie, wie die Straße heißt, wo Sie da wohnen? Weil in Ips haben wir ja schon direkt in der Stadt oder außerhalb oder wo wohnen Sie denn? Wir wollen Ihnen ja helfen. Wir schauen ja, dass Sie dann wieder schnell nach Hause kommen und dass wir da gut zu Hause ankommen, dass bald wieder bei der Mama sind. Ja. Wie alt ist denn die Mama? Weiß nicht. Negativ. Ist negativ? Ja. Okay. Ja, dann. Aber wie das Haus ausschaut, wissen Sie schon, oder? Oder können Sie uns hinführen zu dem Haus? Geht das? Also wenn wir jetzt da einsteigen würden in ein Auto und Nein. wir würden schauen, wo Sie wohnen, Aber ich weiß. wo Sie herkommen.
Aber Sie können sich erinnern, wie das Haus ausschaut, wo Sie wohnen, oder? Da schauen Sie mal da nach hinten. Schauen Sie mal, das sind Häuser. Kennen Sie das Haus da? Suchen wir das Haus? Schauen wir mal in diese Richtung. Gehen wir gemeinsam, Susi? Ja. Ja. Schau. Sehr gut. Kommen Sie in unsere Mitte und dann schauen wir. Vielleicht finden Sie das Haus irgendwo. Oder wenn Ihnen irgendwas bekannt vorkommt, dann einfach sagen und dann gehen wir dorthin. Vielleicht kommt dann eine Erinnerung zurück. Die Kollegen haben nur gewusst, sie werden auf eine Person treffen, die offensichtlich beeinträchtigt ist, offensichtlich an Demenz erkrankt ist. Aber wie sich die Situation entwickelt, wie die Person reagiert, das haben sie ja nicht gewusst. Und genau solche Szenarien üben wir auch bei der Polizei in einem sogenannten Einsatztraining. Wie wir jetzt gesehen haben in diesem Beitrag, ist das natürlich so ein Fingerspitzengefühl, dass man den Draht zu dieser Person kriegt, dass sie uns was erzählen will. Ja. Wir sind ja angewiesen auf Informationen. Nicht? Ohne Informationen können wir die Amtshandlung nicht positiv abschließen. Und das ist halt, jeder Mensch ist anders und wir versuchen halt so flexibel wie möglich an diese Amtshandlungen heranzugehen. Also der erste Moment war sehr befremdlich, weil jemand in Uniform vor mir steht und das ist so, habe ich so den Eindruck, eine Assoziation von früher mit kein gutes Gefühl. Ja. Und dann die Befragung selber, also das dauernde Fragen, hat mir gezeigt, dass ich unzulänglich bin. Aber das ist nicht von euch ausgegangen, sondern das ist davon ausgegangen, dass ich gemerkt habe, ich merke mir viel nicht, ich weiß es nicht. Das wird dann so ein bisschen bewusst. Und dann ist es ruhiger geworden in der Richtung, dass ich den Eindruck hatte, ich werde abgeholt und vielleicht gibt es da doch Unterstützung. Deswegen habe ich es dann für sehr angenehm gefunden. Haben Sie gemerkt, dass eine Vertrauensbasis geschaffen worden ist? Ja. Also ab dem Moment, wo ich dann zur Kenntnis genommen habe, okay, die Fragen wollen mich jetzt nicht in die Ecke drängen, sondern die Fragen Das ist immer sind... Sache des Zuganges und der Sache der Kommunikation. Ja. Man soll gerade in solchen Amtshandlungen auf den Menschen eingehen und auch, was ganz wichtig ist, Ruhe bewahren. Ja. Den Menschen im Vorfeld einmal zuhören, schauen, was sind die Bedürfnisse des Menschen und dann kann man erkennen, um was es in dieser Situation geht. Man wird in vielen Fällen die Krankheit erkennen können. Es wird aber auch zahlreiche Fälle geben, wo man das nicht erkennt. Ja. Aber trotzdem ist es wichtig zu schauen, was braucht der Mensch und dann entsprechend zu reagieren und zu interagieren. Das erste war das mit dem Namen angesprochen, also nach dem Namen zu fragen und mit dem Namen dann angesprochen zu werden. Das war eine Nähe, die dadurch entstanden ist. Und das Weitere ist, dass ich dann nicht den Eindruck hatte, auf den Punkt festgenagelt zu werden. Weil das hätte Aggression hervorgerufen. Also das wäre Innern gewesen mit, lasst es mir alle in Ruhe, ich gehe jetzt. Dass man einen gewissen Freiraum schafft. Ja. Und hätten Sie sich noch etwas gewünscht, wie man... Nein, ich glaube, das wäre in der Zeit doch gar nicht möglich. Ich hätte das nicht verarbeiten können. Es wäre zu viel, auch zu viel Information, zu viel Nähe, zu viel gewesen. Das ist genau in einem Maß, mit dem man gut umgehen kann. Also die Begegnung allgemein mit Menschen muss ein Polizist sowieso gern haben, weil sonst hat er den Beruf verfehlt. Und das Schöne ist halt, wenn man Amtshandlungen positiv abschließen kann. Ja. Es geht ja nicht nur bei der Polizei um Strafen, ja, und um Anzeigen, sondern es geht ja auch um zwischenmenschliche Geschichten. Ja. Und für mich persönlich ist es immer wichtig, dass ich dann am Abend sagen kann, okay, ich habe was Positives gemacht, ich habe jemandem helfen können. Ja. Ich denke, dass genau dieses Thema Öffentlichkeit verdient und unbedingt braucht, weil es oftmals das Unwissen ist, dass bei der Bevölkerung, aber vielleicht auch bei Kollegen eine gewisse Unsicherheit hervorruft. Und wenn man einfach Kenntnis davon erlangt, wie ich zum Beispiel heute erfahren habe, dass eine Person in manchen Situationen bis hin zur sexuellen Belästigung das Ganze führen kann, aufgrund der Erkrankung, dann ist es oft eine Fehlinterpretation, die natürlich für den Betroffenen das Ganze nicht entschuldigt, aber insbesondere für den Polizisten einfach die Kenntnis darüber, dass es derartiges gibt und einfach, dass der Polizist oder die Polizistin, aber natürlich auch die Bevölkerung sich auf derartiges Verhalten bzw. auf diese Beeinträchtigungen einstellen kann.